Das Ziel dieser Sitzung ist, dass wir die Abläufe von unserem Git, also unsere Git-Workflows im Grunde verbessern können und im Protogrid-Team das Git-Wissen verbessern können, damit unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich reibungsloser wird in Zukunft. Wir wollen auf folgende Punkte eingehen: Holen von Daten zum Git-Server, Bringen von Daten zum Git-Server, Branchen und Mergen und Konflikte lösen. Die Git-Befehle, die hier relevant sind, sind Status, Add, Commit, Pull, Push, Fetch, Merge, Branch, Remote, Clone und Stash. Vielleicht kurze Frage in die Runde. Wer von euch kann sagen, welche von diesen genannten Befehlen zu einer Kommunikation mit dem Server führen und die anderen aus diesem Fall, in diesem Fall nicht? Also wer findet die Befehle, die zu Serverkommunikation führt? Ja, mehr oder weniger. Marc, willst dich mal daran versuchen? Also ich würde sagen, Pull, Push, Fetch und Remote und Clone müssten zur Serverkommunikation führen. Status auch, oder? Aha, gut, ja, Status könnte man sagen. Der holt sich die, wie viele Commits man hinten rein ist. Ja. Bei mir springt die Firewall nicht an bei Status, deshalb nicht immer. Also er holt sich nicht zuverlässig. Aber ist nicht zwingend, also das ist einfach eine Hilfe. Okay, also was ich gemacht habe, ist, ich habe hier im GitLab, für die noch nicht einen GitLab-Account haben, bitte macht irgendwann, also möglichst jetzt dann gleich noch so einen, damit ihr in Zukunft auch direkt an der Webseite etwas im Moment jetzt für dieses Training brauchen wir es nicht, weil ich denke, ich mache einfach bei mir die Befehle, damit Marc das auch aufzeichnen kann. Ich habe hier kurz ein neues Repo gemacht, genannt git-Training. Und jetzt wollen wir das kurz klonen. Zum Klonen. Wahrscheinlich bei Projekt. Schauen wir mal, ob es mit SSH funktioniert. Git clone. Also nicht wissen, am elegantesten kann man jeweils allgemein mit Git-Servern kommunizieren, indem man denen einen Public Key gibt von einem RSA-Key, den man bei sich anlegt. Dann wird alles verschlüsselt und man braucht kein Passwort mehr. Solange man beim Erzeugen des Keys nicht ein Passwort gewählt hat oder ein gescheites OS hat, das Passwörter verwalten kann. Von denen gibt es offenbar nur eins. Okay, wir haben das geklont. Es gibt genau ein README. Jetzt können wir mal schauen, was unser Git-Status sagt. Wir sind auf dem Branch Master. Up to date with origin, nothing to commit. So sollte es eigentlich immer aussehen. Idealerweise sollte das Repository so eingerichtet sein mit git-ignore-File und die Arbeitsweise sollte so sein, dass man entweder genau weiß, was man gerade gemacht hat und wieso, dass man das noch nicht committed hat, oder man sieht eigentlich diese Meldung. Anlegen. Nennen das mal test.js
Ach Mist. Probleme mit der japanischen Tastatur. Okay, jetzt bin ich im Insert. Ich mache hier eine Funktion add. Ja, da ist der Doppelpunkt. Okay. Jetzt sehe ich im Git-Status, dass ich immer zur Hand nehmen soll, okay, wir haben ein Untracked-File test.js und sonst haben wir noch nichts zum Committen hinzugefügt. Ich würde jetzt hier auch schon die Lösung sehen. Vielleicht kann mir jemand von euch sagen, was jetzt die beiden Möglichkeiten sind, um dieses File hinzuzufügen. Git add. Ja, genau, git add steht auch schon hier, also git add test.js. Übrigens, git add kann auch, das funktioniert immer gleich recursive, also wenn ihr zum Beispiel git add Punkt macht und wird hinzugefügt im Repository. Wenn das git ignore gut eingerichtet ist, funktioniert das auch schön. Ja gut, git add Stern könnte man auch, genau, und Dominik hat noch die andere Lösung gebracht. Git commit -am, -a ist ein Modifier von commit, das noch alles, ja, wobei, ja, Moment, git commit -am würde nur zwar getrackt ist, aber noch nicht im Index. Ich denke, dass git commit -am hier nicht funktioniert. Wir können es kurz ausprobieren. Test.js wurde nicht hinzugefügt. Also ich habe euch angelogen, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich git add. Wer von euch kann beschreiben, was ich gemeint habe mit dem Wort Index? Ich habe auch die Terminologie von Git nicht hundertprozentig intus, aber aus meiner Sicht, was mit Git-Index betitelt wird, ist jeweils, was sozusagen lokal wieder herausnehmen möchtet, aber nicht irgendwie den Stand löschen möchtet. Dann googelt ihr am besten nach git remove. Das ist ein Fehlerzustand, den wir jetzt nicht unbedingt anschauen wollen. Okay. Dann ist es jetzt hinzugefügt, jetzt muss man es noch committen. Ne? Also jetzt brauche ich -a nicht mehr, jetzt kann ich einfach mit -m noch die Message eingeben. New Test File. Okay. Dominik hat vorhin kurz die Frage gestellt, wann soll man committen, branchen, mergen? Also bei Commit ist eigentlich die Idee einfach, in eurer Branch solltet ihr einfach so oft wie möglich committen, wobei es hilfreich sein kann, dass ihr jeweils Stände committet, die funktionieren. Aber ihr könnt auch, wenn ihr mittendrin seid in der Arbeit und dann merkt ihr, oh, ich muss jetzt Mittagessen gehen, dann empfiehlt es sich trotzdem kurz zu committen. Ja, ich jeweils mergen. Ja, einfach damit man
kurz sich eine Message schreiben kann, an was hat man jetzt eigentlich gearbeitet. Man könnte das ja immer noch wieder rückgängig machen, den Commit, oder? Grundsätzlich, nehmen wir jetzt mal an, ihr würdet den Master verwalten. Master committed, was noch nicht funktioniert, weil oft ist es ja so, der Master ist nachher das, was in der Produktion steht. Und wenn ihr da drauf committet, könnt ihr nachher nie pushen, bis es funktioniert. Und, es macht Sinn, wenn ihr jeweils pushen könnt, oder? Also, was empfehlenswert ist, nehmen wir jetzt mal an, ihr habt eine Arbeit angefangen, aus irgendeinem Grund seid ihr immer noch auf dem Master. Gehen wir jetzt da nochmal rein. Okay, ich mache jetzt hier einen Kommentar rein. Ich bin nicht so der VI-Chef. Jetzt bin ich schon im Insert, okay. Okay. Jetzt habe ich hier einen Kommentar hinzugefügt, oder? Wir sehen im Git-Status, es ist modified. Was ich jetzt machen kann, obwohl ich immer noch im Master bin, ist, ich kann eine neue Branch. Aha, sorry, das meintest du mit Checkout, Mark, ja, gell? Ja. Ich habe es gerade verwechselt mit dem SVN-Checkout. Also, was ihr jetzt machen könnt, ist ein git-checkout-b. -b erstellt eine neue Branch. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, my feature branch. Dann seid ihr im gleichen Zustand wie vorher. Ihr habt immer noch modified und nicht im Index hinzugefügt, eure Arbeit. Und jetzt könnt ihr adden oder auch direkt committen mit -am, weil jetzt funktioniert es, weil das Ding bereits getrackt ist. Oder? Working on documentation. So. Kurze Frage zum Branchen. Ja. Zur Benennung der Branches. Wäre es sinnvoll, dass man sein Kürzel irgendwo vor- oder anhängt? Welchen Kürzel? Bei mir beispielsweise RBR oder bei dir MMU. Ja, das. Damit man sich nicht in die Quere kann kommt. Sinn machen. Ja, das würde Sinn machen, ja. Ich würde sagen, es macht Sinn, dass man den als Präfix benutzt, damit das Ding gleich geordnet ist danach, dass man alle sieht von sich. Also machen wir das zur Regel. Die Branches, wir müssen sowieso im Protogrid Git mal aufräumen und eigentlich alle unbenutzten Branches mal löschen, also alles, was schon gemerged wurde. Das kann ich mal machen. Und dann in Zukunft machen wir nur noch Branches mit Ategra Shortname und dann Minus und dann eine Benennung. Jeweils Features, an denen wir arbeiten, benennen. Okay, jetzt nochmal git-Status. Wir sehen hier Working Directory Clean. Das kann jetzt aber ein bisschen verwirren, weil etwas haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wer von euch sieht, was jetzt noch fehlt an dieser Arbeit im Git? Ja, korrekt, ja. Und konkret müssen wir diese Branch jetzt noch pushen auf den Origin.
damit unsere Arbeit auch auf dem Server gesichert ist, weil wenn ihr eine Branch anlegt, dann ist die zuerst mal nur lokal. Wenn wir es hier sehen mit git branch -a, das sollte alle anzeigen, dann sehen wir Remote Origin hat nur Master und lokal haben wir Master und My Feature Branch. Jetzt können wir, also wer weiß jetzt den genauen Befehl, um die Feature Branch auf Origin zu bringen? Git push Origin My Feature Branch. Genau, sehr gut. Was ist das Minus U, Roman? Um den Upstream einzurichten. Ah. Ich weiß nicht, ob das bei allen Versionen von Git benötigt wird. Ja, hätte ich gedacht. Ich denke, es funktioniert. Ja. Also ich habe es, glaube ich, bis jetzt noch nie mit -u gemacht. Wir können jetzt schauen, git branch -a und wir haben im Remote jetzt My Feature Branch. Sehe ich aus irgendeinem Grund immer noch nicht, dass das Team wer zu tun hat. Aha, okay. Da fehlt jetzt noch eine Einstellung. Und zwar kann man einfach diese Message hier lesen. Also da gab es eine Änderung in Git 2.0. Alle Branches immer synchronisiert werden mit dem gleichen Branch-Namen auf Origin. Ich finde das auch sinnvoll. Ich finde dieses neue Verhalten nicht so sinnvoll, dass man da die Namen mischen kann. Deshalb kann man hier mit git config global einfach mit Matching das lösen. Und jetzt sollte es funktionieren. Ja, sonst müsstet ihr entweder immer git push origin master eingeben oder jeweils beim Einrichten der Branch auch noch speziell irgendwo spezifizieren, was jetzt die Remote Tracking Branch ist. Man kann also grundsätzlich, ja. Ich glaube, das -U wäre der Shortcut, um den Tracking Branch einzurichten. Ach so, okay, das ist noch gut zu wissen, ja. Haben alle von euch schon diesen git-lg Alias eingerichtet? Also anders gefragt, hat irgendjemand den noch nicht oder noch nie gesehen? Habe ich noch nie gesehen. Ja. Ich würde empfehlen, such danach im docm. Ich habe da mal ein Subdossier eingerichtet. Der Titel ist, glaube ich, schöneres Git-Log, aber du solltest es auch mit git-lg finden. Und das ist, was dabei herauskommt. Das ist ein Log, wo man, also das sieht man jetzt hier nicht gut, aber man sieht den Baum, wie die einzelnen Commits voneinander abhängen. Also wenn man jetzt branched und wieder merged, dann sieht man eigentlich recht schön, wie das jetzt funktioniert. Oder? Was wo hingegangen ist.
So, gehen wir nochmal kurz zurück. Wir haben jetzt Bringen von Daten zum Git-Server, wir haben auch Holen, wobei wir haben jetzt noch nie einen Pool gemacht. Wer von euch weiß, was Pool eigentlich genau macht? Kann das jemand beschreiben? Er zieht die Änderungen aus dem Master ins lokale Repository. Ja, nicht ganz. Also Pool ist eigentlich 2 Komponenten. Man kann die auch einzeln ausführen. Es macht zuerst einmal ein Fetch von der Remote Tracking Branch, sodass man den Datenstand vom Remote lokal hat. Dieser Datenstand ist aber noch nicht in der eigenen Branch, sondern man würde das dann finden unter Origin/Branchnamen. Damit man das, also das wird immer funktionieren, weil die Daten holen kann ich immer. Jetzt macht es aber als nächsten Schritt noch ein Merge von der Remote Branch auf die lokale Branch. Und da kann es natürlich dann Konflikte geben. Deshalb in vielen Guides sagen sie eigentlich, man soll git-pull gar nicht benutzen. Ich finde das ein bisschen übertrieben, weil git-pull ist ein guter Shortcut, den man immer braucht. Ich persönlich benutze immer git-pull, aber man muss sich einfach bewusst sein, was passiert, oder? Es ist die Daten holen und dann auch mergen mit der lokalen Branch. Und dann ist es eigentlich ähnlich wie ein die man hat in einem Distributed Versioning System. So, ist das verständlich, was ich jetzt erzählt habe? Wer hat jetzt noch nicht verstanden, was das heißt? Also es ist nicht etwa so, dass git-pull irgendwie automatisch den Master holen würde. Ja? Also wenn ihr die Remote Tracking Branch eingerichtet habt, dann holt git-pull die Änderungen aus der Branch vom Remote, aber von der gleichen Branch, auf der ihr lokal arbeitet. Weil es könnte ja noch jemand auf dieser Branch arbeiten. Jetzt denke ich, sollten wir anschauen, wie kann ich jetzt die Änderungen, die im Master passiert sind, auf meine Feature Branch bringen. Also ich kann das jetzt so simulieren, ich kann hier online zum Beispiel das README verändern. Wenn wir das mal anschauen, also wir sehen jetzt im GitLab haben wir auch README und test.js. Gehe ich mal ins README rein, mache hier Edit. Ich bin ja im Master. Eine Änderung. Commit Changes. So, jetzt müssen wir kurz schauen, auf welcher Branch sind wir jetzt. Wir sind immer noch auf dem Master. Jetzt gehen wir mal auf diese My Feature Branch. Mit git branch -a kann ich immer schauen, was gibt es eigentlich alles für Branches. Und dann mit Checkout wieder darauf wechseln. Bin ich hier, okay. Können wir das kurz anschauen. Was passiert jetzt? Kann mir jemand sagen, was jetzt passiert? Jetzt holst du die Änderung rein. Nein. Das wollte ich vorhin jetzt erklären, oder? Es passiert gar nichts, weil er holt sich nur die Änderungen von Remote auf My Feature Branch. Ah, ja. Wow.
Also müsstest du angeben, dass du das vom Master willst? Ja, aber das mache ich ein bisschen anders. Ja gut, ja, ich könnte sagen Git Pull Origin Master, aber das finde ich jetzt ein bisschen zu viel auf einmal gemacht. Okay. Ich würde, wenn man was aus dem Master reinmerchen würde, würde ich zuerst auf den Master wechseln, das Pullen und den lokal merchen. Genau, das finde ich auch das beste Vorgehen. Immer zuerst auf den Master gehen, Git Checkout Master. Jetzt sehe ich hier, weil erstens mal nur schon, ich habe dann gescheite Statusinformationen, oder? Ich sehe jetzt Branch behind Origin Master by one commit. Jetzt weiß ich, aha, okay, Git Pull. Übrigens, die Tracking Branch war vorhin immer noch nicht richtig eingerichtet. Also jetzt sehen wir, okay, das README, die Änderung ist gekommen auf My Feature Branch. Renato, was würdest du sagen? Was? Was war die Frage? Entschuldigung. Jetzt bin ich auf meiner Branch. Wie kann ich jetzt die Änderung bekommen, die jetzt im Master liegen, lokal? Mit dem Pull? Nein, Pull macht ein Fetch und ein Merge. Ich brauche jetzt kein Fetch mehr. Ich habe dir eigentlich die Antwort jetzt gesagt, dass wir machen einfach ein Merge. Das ist genau der Unterschied, den man sich bewusst sein muss zwischen Git, das distributed ist, und SVN, das wie soll man denn, zentralisiert auf dem Server ist. Oder da gibt es immer nur einen Ort, wo man etwas herholen muss. Und hier muss man die Branches sich bewusst sein und man muss sich bewusst sein, sind die remote oder sind die lokal. Und wenn man das mal draußen hat, dieses ganze Branching Behavior, dann ist zwar Git ein bisschen komplexer, aber es ist viel mächtiger, weil man einfach einfacher verschiedene Arbeiten gleichzeitig koordinieren kann. Also ich mache jetzt Git-Merge. Git-Merge Master, oder? Bin ich immer noch in meiner Branch. Und jetzt habe ich diese Änderung bekommen. Und jetzt können wir mal, übrigens kurz zum Vergleich, Git-Log zeigt das hier. Ziemlich Commit hier, 5df, wurde gebrancht. Ihr seht hier diesen Bullet Point, das war in unserer Branch, Working on Documentation, und dieser Bullet Point ist in der grünen Branch gewesen, auf dem Master, und jetzt haben wir sie wieder gemerged. Also das gibt uns eine schöne Übersicht, oder? Deshalb benutze ich immer git-lg und nicht git-log. Das müsst ihr einfach mit einem Konsolenbefehl, den ihr herauskopieren könnt, mal einrichten und dann habt ihr das nachher. Ich glaube, der Unterschied ist klar, wieso dass es besser ist, oder? Renato, du wolltest noch etwas sagen vorhin, kannst du noch mal wiederholen? Den Fehler, den ich immer gemacht habe, ich habe durch diesen Branch nicht gewechselt. Mhm. Das war der große Fehler. Ja, wir müssen einfach irgendwie uns gleichschalten, damit jeder das Wichtige weiß, oder? Und das hier ist jetzt halt wichtig, damit wir uns nicht in die Quere kommen, niemals.
Genau, drum, ich habe dir ja gesagt, ich habe immer die Meldung gesehen, everything up to date. Ja, eben, aber das ist dann eben nur in der jeweiligen Branche, oder? Also everything ist eben, also ja gut, everything steht wahrscheinlich gar nicht, aber es steht dann zum Beispiel Working Directory Clean und so, und da darf man sich nicht verwirren lassen, oder? Okay, hat irgendjemand jetzt noch Fragen zum Branchen und Mergen? Kann vielleicht nochmal jemand sagen, was ist Fetch, was ist Merge und was ist Pull? Obwohl wir Fetch gar nie benutzen, aber ich finde es eine gute Gedankenübung. Fetch holt dann Daten und merge die Daten in den Branch rein. Und Pull kombiniert das Ganze, also das heißt, wir holen die Daten und mergen die gleich in denselben Branch, wie wir es vom Master geholt haben. Also in den, genau. Also den gesetzten Upstream Branch, das kann je nach Setting. Genau. Beim Git Pull müssen wir nochmal aufpassen, da wurde jetzt die Remote Tracking Branch noch nicht gesetzt vorhin. Aber da zeigt der Befehl nachher auch die Lösung an. Das ist eben noch schön im Git. Also es lohnt sich da, die Git-Meldungen immer genau durchzulesen, was die einem sagen, weil da sieht man jetzt Lösungen. Entweder ich benutze jeweils Git Pull Origin und dann My Feature Branch, oder ich mache Git Branch -set upstream to Origin Branch zu My Feature Branch, und da, die haben wir ja bereits gepusht, also heißt diese einfach My Feature Branch auf dem Origin. Und wenn ich das jetzt mache, dann weiß das Ding jeweils, wenn ich Git Pull mache, dann trackt er das, oder? Aber dann kurz, wenn du beim Push bereits das U gleich setzt, dann richtet sich das Ganze gleich an. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke, das mache ich auch in Zukunft so, wenn man eine neue Branch auf den Server legt, jeweils git push -u und dann Origin und dann Branchname. Genau. Am einfachsten, ja. Okay, jetzt haben wir Git Pull gemacht und already up to date. Ich denke, das war die Meldung, die du jeweils gesehen hast, Renato. Ja. Und das ist eben, weil wir keine Änderung gemacht haben von My Feature Branch auf dem Server. Okay, ich glaube, dann hätten wir die Themen bis zum Konflikt einmal durch, wenn ich mich nicht täusche. Nochmal kurz kontrollieren. Ja, Branchen, Mergen, dann fehlt jetzt noch Konflikte lösen. Wir haben noch nicht behandelt eigentlich Dash. Von all diesen hier wurde Dash noch nicht behandelt, aber wir sollten zuerst noch kurz was zu Konflikten sagen. Wie können wir jetzt einen Konflikt provozieren? Hat hier jemand eine Idee dazu? Indem wir zwei dieselben Zeilen und dieselben Branch arbeiten. Ja, und das kann auch der gleiche User sein, oder? Ja. Also am einfachsten ist im Moment, dass ich hier einfach mal hier ändere, im README auf dem Server. Provoke a conflict. Commit changes. Und jetzt tue ich gleichzeitig, gehe ich hier auf den Master. Git Checkout Master, wichtig zu wissen, das ist keine Serverkommunikation. Das ist einfach nur lokal
gehe ich auf diese Branch. Ja? Und jetzt, wenn ich hier mache vi readme, mache ich hier Test 456. Und wie kann ich jetzt den Konflikt auslösen? Was mache ich als nächstes? Committen und pushen. Ja, also pushen wird er mich gar nicht lassen. Also ich kann es kurz ausprobieren, oder? Tun wir kurz committen. Also es gibt eigentlich mehrere Fälle. Wenn ich jetzt committe, ist das der eine Fall. Wenn ich noch nicht committe, ist das der andere. Aber machen wir zuerst mal diesen Fall. Git commit -am conflict on client side. Und jetzt will ich pushen. Was wird jetzt passieren? Weiß das jemand? Ja, wird verboten. Die Meldung wird sein, Achtung, ich bin um einen Commit hinten nach. Ich muss zuerst pullen, bevor ich pushen kann. Also er wird den Push abbrechen. Leider ist GitLab ziemlich langsam von hier aus. Aber das gibt mir jeweils ein bisschen Zeit zum Sprechen. Ne? Also fail to push some refs, fetch first. Aber ich kann auch gleich pullen. Und beim Pull wird er jetzt den Konflikt merken und bei mir lokal das einrichten, diesen Konflikt. Automatic merge fails, fix conflicts and then commit the result. Wenn ich jetzt Git Status mache, sehe ich hier, oh Achtung, unmerged paths, Hilfe. Daraus werfen, das Repository löschen und machen Ferien. Seid ihr alle einverstanden? Ja. Wer hat noch eine andere Idee? Wir öffnen die Datei. Git markiert die, genau, was geändert wurde und mergen jetzt manuell. Genau, jetzt seht ihr hier, oder was ist jetzt passiert? Oder er sagt einem jetzt, den Head, das ist das, was ich lokal habe, der hat diesen Stand hier. Er hat jetzt interessanterweise diese Zeile eine Änderung auch noch in den Konflikt mit reingenommen. Normal, oft ist es eigentlich eher so, dass er dann nur diese bestimmte Zeile markieren würde, die wirklich einen Konflikt hat. Die Logik dahinter ist auch nicht so ganz klar. Aber normalerweise würdet ihr jetzt hier noch andere Zeilen sehen, die nicht im Konflikt sind, drumherum, oder? Jetzt, was ich machen muss, das sind wirklich Plaintext-Zeilen in meinem File, also diese muss ich löschen, diese Head und diese Trennzeichen, oder? Sonst würde mein Code nicht mehr funktionieren. Und jetzt kann ich hier sagen, okay, das will ich löschen, das da brauche ich nicht, das da brauche ich auch nicht. Und jetzt will ich vielleicht Test ändern zu 4, 5, 6, damit ich beide Stände habe. Und das auch löschen, schreiben. Und was muss ich als nächstes machen? Also was sehe ich jetzt im Git-Status? Ist immer noch unmerged, also ich habe das Ganze aus Sicht von Git noch nicht gelöst. Wir müssen das Ganze wieder hinzufügen. Git add. Ja, genau. Git add, wie es hier steht. Oder immer lesen, was es einem sagt, weil die Git-Hilfen sind eigentlich relativ hilfreich im Lösen von diesen Problemen. Also Git add und dann readme, also wirklich explizit. Das markiert für Git dann
Okay, all conflicts fixed. Aber es ist wichtig, dass ich es dann auch wirklich fixe, weil ich kann ohne weiteres dem Ding einfach sagen, git add readme und habe diese komischen Zeichen noch nicht rausgenommen und dann bricht der Code. Ja? Also ihr müsst wirklich diese Dinge manuell fixen gehen. So, fixed conflict. So, jetzt gäbe es eben noch den anderen Fall, dass wir noch gar nicht, dass wir eigentlich poolen. Wir haben noch nicht committed. Und jetzt dann kommt eigentlich dieser andere, ja, er wird dann abbrechen, er wird dann sagen, wir haben uncommittete Änderungen. Und jetzt können wir kurz schauen gehen, was macht jetzt die Stash? Ist das relevant? Ja? Also ich mache eine Änderung lokal, ich mache eine Änderung wieder auf dem Server. So, jetzt nochmal git Status. Ich habe hier Modified. Und jetzt machen wir mal Pool. Und weil er jetzt merkt, oh Achtung, es kommt etwas Neues von README und ich habe lokal noch nicht committete Änderungen, wird er einem das sagen und abbrechen und sagen, your local changes would be overwritten. Und dann wieder hilfreich, oder? Please commit your changes or stash them before you can merge. Also was heißt eigentlich Stash? Kann jemand von euch das beschreiben, was das macht? Also git-freie Funktion, wenn ihr Datenstände noch in eine Zwischenablage bringen wollt, die aber noch nicht irgendwo ins Repository committen wollt. Also es ist so eine Art wie eine Zwischenablage können, wenn es irgendwo gleichzeitig Änderungen gegeben hat. Und wenn ich einfach git stash ohne Optionen mache, was passiert, ist, dass alles, was ich im Status sehe, was noch nicht committed wurde, getrackt, aber nicht committed. Also es gibt auch noch andere Optionen von Stash, aber das ist der Standard. Dann wird das in diese Zwischenablage gebracht. Und das ist eine ganze, also ist eigentlich ein Stack von Änderungen. Also jedes Mal, wenn ihr Stash macht, legt ihr einen neuen Eintrag auf dieses Stash oder auf diesen Stack. Und wenn ihr git stash apply macht, dann tut ihr den obersten wieder herunterholen von diesem Stack. Wenn ihr etwas anderes wollt, dann müsst ihr jeweils mit Optionen dann schauen gehen. Also ich mache das jetzt mal, was passiert jetzt? Jetzt bin ich clean, ne? Und jetzt kann ich poolen. Jetzt hole ich mir zuerst mal den Serverstand. Eine Frage.
Ja, ist leider ein bisschen langsam. Okay, jetzt sehe ich hier, jetzt bin ich einfach auf dem Serverstand, kann ich kurz mit LG noch prüfen. Test Stash. Und jetzt muss ich den Befehl nachschauen gehen. Grundsätzlich könnt ihr immer git und dann Befehl und dann help. Git Stash List kann man zum Beispiel benutzen, wenn man schauen will, was da alles drin ist. Da habe ich einfach einen Eintrag. Jetzt kann ich da mal versuchen, das zu applyen. Eigentlich genau wieder das gleiche passiert wie vorher. Jetzt muss ich wieder einen Konflikt lösen gehen. Also er macht mit dem Stash Apply implizit wieder ein Merge, aber einfach nicht von einer lokalen Branch, sondern ab diesem Stash-Stack, oder? Und da kann man jetzt einfach updated upstream, okay, das löschen. Schreiben. Code modified, git add readme, zum wieder sagen, dass es gelöst ist. Git commit -m, another conflict solved. Also das sind die beiden Arten, wie ihr lösen könnt. Wenn ihr noch nicht committed habt, könnt ihr es auch mit Stash lösen. Und je nachdem kann das hilfreich sein. Beispielsweise, was ihr auch machen könnt mit Stash, ist, ihr habt Änderungen, ihr seid jetzt im Moment irgendwo auf einer Branch, und jetzt wollt ihr die mal weghaben, kurz die Branch outside clean anschauen wieder, dann könnt ihr einfach stashen. Und dann könnt ihr zum Beispiel auf eine andere Branch gehen, da Apply machen und dann mergt es diese Änderung rein in den nächsten Stand in der anderen Branch. Also da kann man wirklich herumspielen. Das ist wie ein Copy-Paste von ganzen Datenständen im Git. Ist damit erklärt, was git-Stash macht? Ist jemand von euch noch unklar, was git-Stash ist? Ja, ist klar. Okay. Dominik, du hast ja die Frage gestellt, ist das für dich klarer jetzt? Ja, denke schon. Also ich sag mal, git-Stash ist nicht, wenn man immer mit einem bestimmten Schema vorgeht, dann braucht man es eventuell gar nicht, aber es kann hilfreich sein. Man kann oft sehr schnell Probleme lösen mit dem git-Stash. Man muss sich aber auch bewusst sein, was es macht, weil alle Änderungen, die man gehabt hat, sind jetzt im Stash. Die sind jetzt nicht irgendwo im Repository committed. Und wenn euer PC die Festplatte abstürzt, dann sind diese Dinger weg, oder? Okay. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon die Zeit erreicht. Eigentlich wäre es noch gut gewesen, wir könnten eine Q&A machen. Habt ihr alle noch 5 bis 10 Minuten Zeit für etwaige Fragen? Oder für wen alles klar ist, der kann eigentlich auch schon gehen an dieser Stelle. Hat jemand von euch jetzt noch Fragen? Das ist nicht so alles klar. Vielleicht grundsätzlich nochmal zum Vorgehen, wie wir mit Branches arbeiten im Protogrid. Ihr als Protogrid-Ingenieure arbeitet einfach jeweils auf einen Feature-Branch. Oder im Fall von Operations ist das einfach die ständige Operations-Branch. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr immer, wenn ihr eine Branch wiederverwendet, müsst ihr im gegebenen Zeitpunkt dann reinmergen vom Master, damit ihr die Masteränderungen wieder drin haben.
Weil die kommen, wie erklärt, nicht einfach mit Pool runter, oder? Die manuell reinmergen. So, genau, und dann die Master Branch, da tue ich einfach jeweils reinmergen. An dieser Stelle kann ich dann immer gleich noch kurz ein letztes Review machen. Und da tue ich jeweils testen und dann kann es nachher in Produktion gehen. Es gibt gewisse Fälle, wo wir direkt auf dem Master arbeiten können. Das ist vor allem dann, wenn es keine Auswirkungen hat auf die Produktion. Ein Beispiel, wenn, sagen wir jetzt mal, jemand von euch findet einen Tippfehler im README, das könnt ihr ruhig auf dem Master ändern direkt, weil die einen Server nachher runterziehen. Aber alles, was sozusagen aktiv Code ist grundsätzlich mal gefährlich. Wenn ihr aber wisst, vom Protogrid aufgerufen wird oder automatisch aufgerufen wird in einem Cronjob zum Beispiel, dann könnt ihr auch direkt auf dem Master mit grundsätzlich jeweils einfach auf eurer Feature Branch zu arbeiten. Wenn ihr etwas im Master gemerged haben möchtet. Vielleicht noch, wo soll es hingehen? Ich sehe mittelfristig den Weg so, dass wir noch zusätzlich zum Master eine Development Branch haben, wo ihr dann selber auch reinmergen könnt. Also ihr arbeitet nicht direkt mit Development, sondern immer noch auf eurer Branch, aber ihr könnt direkt auf Development reinmergen. Wirklich alles getestet werden kann. Der hat dann sogar mit Continuous Integration kann man das so einrichten, dass der automatisch von Development Pool ein Bild macht, per E-Mail meldet, falls irgendetwas schief geht oder meldet, falls das Ding gut ist, der Bild und bereit liegt zum Testen auf der Development-Adresse. Und dann wird es nachher noch ein bisschen bequemer mit Protogrid zu entwickeln. Okay, also bei mir selber sind eigentlich keine Hintergrundgeräusche. Hörst du mich jetzt besser? Vielleicht hat es an meinem Leibchen gereibt. Bin ich am Ende angelangt, außer jemand hat jetzt noch Fragen. Ich habe vielleicht noch eine Frage zum Thema, eben, wo da geschrieben haben, git-Ategra.ch versus GitLab. Kannst du da noch ein Statement abgeben? Ja, ich würde gerne auf git-Ategra.ch wechseln. Das Problem, also grundsätzlich ist es ja so, unser Protogrid-Git, das liegt sowieso auf einem eigenen Protogrid-Git-Server, auf dem pgrid 0. Da ist das im Grunde genommen historisch, weil zu dem Zeitpunkt, wo Protogrid entstanden ist, haben wir noch gar keinen GitLab-Server gehabt. Und bis seither haben wir einfach nie migriert, oder? Und auf dem GitLab-Server ist es jetzt noch so, also GitLab selber hat ziemlich viel Entwicklung erfahren in letzter Zeit und hat viele neue Features bekommen, vor allem im Web-Client. Und ich würde eigentlich dort gerne ein Upgrade haben auf die neueste Community Edition. Wenn wir das haben, finde ich noch den Ategra GitLab Server wechselt. Und zwar einfach mit dem Protogrid Repository und mit dem Landingpage Repository, wo jetzt im Moment auf gitlab.com liegt als privates Repository. Wieso? Hat mit dem Web können drauf editieren. Hallo, Renato, hörst du? Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Okay. Und die letzten 10 Sekunden unterbrochen gehabt. Okay. Also wieso liegt die Landingpage im Moment auf dem gitlab.com? Weil dort die neueste Version von der Community Edition drauf ist und hat ein gutes Webinterface, um Files editieren und ist gratis für Private Repositories, was GitHub eben nicht hat. Also bei GitHub muss man zahlen für vom Ategra GitLab und dann können wir Protogrid drauf migrieren, damit wir alles haben. Okay. Der Dominik hat noch Fragen gehabt. Eben also Frage 1 vom Dominik ist geklärt. Also grundsätzlich ja, ich tue auf dem Master arbeiten, respektive mergen. Wenn es aber eine Änderung ist, wo ihr sicher sind, dass es keine Auswirkungen hat auf den laufenden Betrieb, wie jetzt eben zum Beispiel eine README-Änderung, ist so etwas Typisches. Oder sagen wir eine Änderung von git-Ignore. Wenn ihr euch sicher sind, dass das Sinn macht im git-Ignore, dann könnt ihr das dort rein tun. Oder solche Sachen dürfen wir direkt auf dem Master committen. Am besten kurz im Skype einfach darauf aufmerksam machen, dass ihr das gemacht habt. Wie bekomme ich vergangene geplante Änderungen durch andere auf dem Master mit? Also grundsätzlich gilt einfach, wenn du, also wir tun ja sowieso unser Engineering zusammen koordinieren jeweils. Also wenn wir im Moment arbeiten wir eigentlich zu der Roman und dann jeweils zum Rollout, in der Rollout-Phase noch ich auf dem Protogrid-Code selber. Und wir tun jeweils im Vorab koordinieren, dass wir uns möglichst nicht in den Weg kommen, dass wir auf verschiedene Sachen arbeiten. Und grundsätzlich jedes Mal, wenn ihr etwas Neues anfängt, sind ihr dafür verantwortlich, dass ihr die neueste Master-Version habt. Und dann könnt ihr auch kurz mit dem git-lg zum Beispiel nachschauen, was ist eigentlich auf dem Master gelaufen seit dem letzten Rollout. Dann das 3, wenn ich einen kleinen Bug auf. Ja. So, kurz darf ich sagen zum Punkt 2. Ja. Mir geht es dort eigentlich vor allem um Sachen, die eigentlich einen Konflikt würden ergeben, rein logisch, aber physisch im Git nicht gemeldet werden, weil ich zum Beispiel einfach annehme, dass ein ganz anderer Teil vom Code auch in Zukunft weiterhin werden so funktionieren und vielleicht der Roman daran Änderungen macht. Da gibt ja dann in dem Sinne keinen Konflikt im Git, aber in den logischen Funktionalitäten vielleicht schon. Ich finde eigentlich die Idee gut, wir müssen einfach ein bisschen vielleicht bei Design und Code-Reviews enger zu dritten würden kurz schliessen. Also, dann kennt man so Sachen mit über. Oder eben, wir tun irgendwo das auch tracken. Schriftlich und asynchron. Ja, das wäre die andere Möglichkeit. Ich finde Track grundsätzlich sehr schwierig. Das ist ein sogenanntes Herzproblem, oder? Also du weisst im Vorab eigentlich nicht, was sich im Code alles in die Quere kommen kann. Weil du kannst nicht, ich meine, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man den Code möglichst decoupled sozusagen hat von allem anderen, aber in der reellen Welt ist das halt nicht möglich, weil man braucht gewisse Interaktionen. Also von mir aus gesehen, das einzige Gescheite, was man machen könnte, ist einfach Design-Reviews jeweils zusammen. Das haben wir jetzt eigentlich auch immer gemacht. Und eine gute Idee ist Code-Review zusammen. Ich finde aber dort vielleicht nur nicht unbedingt alles. Das kann einfach ein gemeinsamer Teil sein. Wir könnten zum Beispiel jeweils noch ein Meeting machen für vor dem Rollout von einer neuen Version, wenn du das willst. Also einfach im Grunde genommen vor dem Merge, oder? Also wir könnten im Grunde genommen während der gemeinsamen Sitzung
den Merge machen. Ich zeige euch, was ich mache. Und dann können wir kurz durchgehen, was hat eigentlich alles geändert. Wobei, ich meine, jetzt für so ein Rollout 1.2, ich schätze, das sind etwa so, was auch nicht, 1000 Ziele, so in dem Rahmen, oder? Wenn wir die alle zu dritten durchgehen, das ist relativ umfangreich, oder? Also, ja. Irgendwo müssen wir dort einen Mittelweg finden, oder? Und, vielleicht noch ein anderer Befehl, kennt jeder von euch git-diff? Ja. Ich nehme an, Dominik kennst du auch, oder? Ja. Also wenn es irgendwo Unklarheiten gibt, was hat jetzt eigentlich geändert, dann kannst du immer mit git-diff auch vergleichen. Das ist ja das, was ich mache jeweils vor einem Merge. Ich wollte kurz schauen, was hat wirklich geändert. Sind die Änderungen sinnvoll und dann tue ich auch mit Merge. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach vor dem nächsten Rollout irgendwie versuchen, dort nochmal einen Termin zu finden. Also vor dem nächsten Merge. Oder einfach, wenn ich jetzt auch noch gut finde, wie man allgemein würde, einfach bei Design und Code-Reviews quasi der Dritte, der am wenigsten beteiligt ist, könnte einfach, wenn er gerade Zeit hat, ein bisschen mit einem Ohr mitlassen. Und vielleicht gut, dann ab für das und zu ist ja eigentlich der Engineering-Chat, oder? Ja, also genau, ich versuche, dass wir immer dort uns koordinieren, also auch wenn ich jetzt nur vom Roman etwas will, dann schreibe ich jeweils dort und wenn dann du gerade Zeit hast, dann kannst du natürlich mitlassen. Mhm. Okay. Ja, grundsätzlich schon für eine eigene Branche. Ich meine, es ist ja wirklich nicht viel Arbeit, eine Branche zu erstellen, oder? Weil es ist für mich nachher einfacher, weil es kann ja sein, dass trotzdem, dass das einfach ist, dass das irgendetwas anderem in die Quere kommt und dann der Test nicht mehr durchläuft. Und wenn das nachher direkt auf dem Master ist, ist es für mich mühsam, weil dann muss ich das wieder ausbleiben, oder? Ja, das ist schon so. Also ich würde jetzt eben schon darauf plädieren, dass man dann eine Branch macht. Das ist einfach halt wirklich ein bisschen eine Sache, wo man muss eine Gewohnheit ändern, dass man sich immer wieder fragt, ist jetzt das eine neue Branch? Eigentlich immer, wenn man wieder weitergeht. Es kann eigentlich auch innerhalb von einem Feature-Arbeitspaket gut möglich sein, dass es auf das Mal eigentlich logisch eine neue Branch bräuchte und dass man dann halt auf die Idee kommt. Ja, das ist auch man muss sich eins bewusst sein, in Git kostet einem Branchen eigentlich nichts. Oder? Das Einzige, was es einem kostet, ist, dass einem mehr angezeigt wird in der Branch-Liste. Aber sonst, also von der Arbeit her, zum Branchen selber und auch wieder zum Mergen, ist es eigentlich wirklich trivial, ausser dass man halt eben Konflikt eventuell muss lösen. Aber die Konflikte hat man in jedem anderen System auch und sind dann schwieriger, oder? Wenn wir super das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Was ich mache bei einem Rollout, ist jeweils einen Tag erstellen. Ein Tag auf dem Master, also zuerst wird alles reingemerged, den Master, dann wird getestet. Und wenn sowohl die automatischen Tests wie auch die manuellen Tests erfolgreich sind, dann wird via ein Rollout-Skript ein Tag erstellt, via git-Tag auf dem Commit oben, wo zuletzt war. Und dieser Tag hat dann die Versionsnummer. Jetzt in der nächsten Release wird das 1.2 sein. Im jetzigen Release ist es 1.1.
ihr könnt die Version, wo das Environment drauf ist, die wird automatisch berechnet aus dem letzten Git-Tag. Und die seht ihr im Footer vom Environment. Das hast du vielleicht auch schon gesehen, oder? Jetzt steht im Moment 1.1 und dann noch ein Bildschlüssel sozusagen. Der Bildschlüssel ist das Datum. Das ist auch im Doc-Game dokumentiert, wie sich das zusammensetzt. Und wenn du auf da willst wechseln, musst du einfach git checkout master, also du kannst vielleicht sogar einfach nur den Tag angeben und es ist einfach Master und dann ein bestimmter Tag. Ich weiss jetzt den Befehl für das gar nicht auswendig. Und dann kannst du via Update Server kannst auf genau diesen Stand bringen, dein Repository. Also dein lokale Test-Environment kannst du auf diesen Stand bringen. Ist das mit dem klar beantwortet, oder? Ja, das ist gut so. Okay. Gut, sonst noch Fragen? Meiner Seite nicht. Okay. Also Roman, ist das gewesen, der jetzt gerade geantwortet hat? Genau. Marc, hast du eigentlich unser Schweizerdeutsch verstanden, Marc? Ja, kein Problem. Ich habe ziemliche Audioaussetzer immer wieder zwischendrin. Also ich habe das meiste verstanden. Es ist nur für die Aufzeichnung, muss ich gucken, wie viel man versteht. Ich schreibe dann vielleicht noch kurz Text dazu. Ja, ich würde jetzt da nicht viel Aufwand treiben dazu. Ja. Ich würde es einfach as is mal, ja, was macht Sinn? Im Notes finde ich es nicht so toll, da einen Riesenfile reinzuladen. Das sind wahrscheinlich so 100 Mega oder so. Mhm. Ja, ich mache noch ein bisschen ein eigenes Post-Production und schaue es mir mal an und dann, wenn es brauchbar ist, dann, also es hat schon einige Audioaussetzer zwischendrin auch, aber man kann trotzdem folgen. Ich schaue es mir nochmal an, die Tage, also heute oder morgen. Schneide es wahrscheinlich nur auf das Fenster, Terminal-Fenster zu, lasse das Audio drin und wenn ich finde, es ist gut, dann Skype ich dich kurz an und dann können wir entscheiden, ob wir es irgendwo YouTube privat oder irgendwo hochladen. Das ist dann YouTube ist eigentlich gut, ein privates YouTube-Video. Ja, zum Beispiel. Ich denke nicht, dass jetzt da, weil das war ja ein anderes Repository nur für git-Training, ich glaube nicht, dass da irgendwelche sensitiven Daten drin sind. Nein, ich denke auch nicht. Okay. Ja, finde ich gut. Okay. Dann hätten wir, glaube ich, alles geklärt und können hier schließen. Mhm. Außer jemand hat noch irgendetwas zum Ausrufen. Ich denke nicht. Dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit und euer aktives Teilnehmen und wünsche noch einen schönen Nachmittag und Abend. Danke auch.